Willkommen zurück zu Folge 4 von The Beginner's Guide. Wir befinden uns in Kapitel 12, Theater. Ich würde sagen, wir starten das Level mal direkt von neuem. Auch hier wieder die moderne Architektur. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Ja, man kann ja auch nicht immer an irgendwelchen Spielen sitzen, ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Cases, Racks. Die Bühne, Bühnentechnik. Ich gehe mal auf die Bühne. Boah, ist aber eine große Bühne. Eine gigantische Bühne eigentlich fast. Kann ich hier irgendwie runter? Und hier schon mal gar nicht. Boah, fuck. Ich hab mich echt todeserschreckt. So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze bitte. In dieser Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Am Anfang legst du einfach an dieser Wand. Si, Senor. Gut, bleibt genau so. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Na dann, weise. Glücklich. Konzentriert, erfolgreich und grün. Ja, da auch grün. Hallo. Hallo? Ist das alles? Das ist kein Gespräch. Ich muss ein Gespräch mit dir führen, ein Mensch sein. Versuch es noch einmal. Ich hab grad total Angst. Nein, das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich möchte einen Hinweis haben. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinger hier stehen für die Menschen um uns rum. Sieht seltsam aus. Das war bestimmt harte Arbeit, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Du vergeistest wieder total. Ja, sorry. Wenn du so schnell persönlich wirst, läuft sie doch davon. Sie kann nicht davonlaufen. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Ja. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Achso, ach, da ist meine Lampe. Ich sehe hier meine Lampe und sie ist jetzt weg. Sieht aus wie eine gigantische Bowlingbahn, ehrlich gesagt. Oh, ein Gitter. Ja, danke sehr. Okay, also passt es. So hat es ausgesehen. Premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Juni 2010. Möbiusflug. Um dieses Spiel richtig zu spielen, solltest du die Augen schließen. Klicken, um das Spiel zu beginnen. Das ist hier. Ja, ich muss. Hilfe, ich bin blind. Die Augen zumache. Da kommt gerade was auf mich zugeflogen. Da rat mir doch jemand, wie man das löst. Kommt was auf mich zugeflogen.
Da drüben, da oben steht jemand Wahrheit? Oder was steht da? Vielleicht sind... Was ist hier los? You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Was ist hier los? SS Whisper. Ah, das erinnert mich doch an dieses eine Szenario. Bitte lass das nicht wirklich da. Okay, ich muss irgendwie zu dem Typen da oben hingehen. Können wir was tun? Ah, vielleicht hier nach oben? Da ist doch die Wahrheit. Lässt sich nur anhalten, indem man die Wahrheit spricht. Ich kann nicht mehr. Oh, Scheiße. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. Weiter, so sprich weiter. Ich hab grad echt krass Gänsehaut, muss ich zugeben. But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Bisschen Entenpelle gerade. Hallo. Oh. Hallo, ist da jemand? Ist das eine Person? Wie schön. Schon so lange mit niemandem mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Ich habe überhaupt... Wenn ich versuche, etwas zu schaffen, fühle ich mich so leer. Oh nein. Was ist los? Hat sich was geändert? Da war eine Maschine, die mich angetrieben hat. So, schön hier. Moment, so ist da eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Da musst du mich hinbringen. Kann ich machen, aber es gibt da ein Problem. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Komm, ich zeig's dir. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Ah, okay. Now, 'Cause, from my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not
Ja, das war einfach. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Oh, diese Sounds. Oh je. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Diese weinende Frau im Hintergrund ist, ja, ich würde sagen, auch unter die Kategorie verstörend fällt das Ganze. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Da ist die weinende Frau. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Mai 2011. Die Maschine. Aha. Gut, hier haben wir den Wärter, der steht vor dem Schalter. Wahrscheinlich darf ich das nicht lösen. Schön zu sehen, dass Sie gut angekommen sind. Wir haben die Maschine gefasst. Sie wartet nun auf Sie. Sie können mit dem Verhör beginnen, wann immer Sie möchten. Ich versuche schnell zu sein. Sehr gut. Allerdings hat jemand die Presse verständigt. Es kann also sein, dass wir hier mit etwas Interesse zu rechnen haben. Eines noch, was Sie über die Maschine wissen sollten, sie nennt sich Coda. Gnädige Frau, wissen Sie, wo diese giftigen Spiele herkommen? Was werden Sie mit ihr tun? Mit der Maschine. Ist Coda eine Frau? Das würde natürlich zu dieser weinenden Dame passen. Hat er von He geredet mit Coda? And of course, it's the machine. Du hast angehalten. Du hast aufgehört, uns zu füttern. Wie können wir jemals wieder darauf vertrauen, dass du deine Arbeit machst? Wie wär's damit? Du gehst zu den Leuten raus und entschuldigst dich bei ihnen. Ich war so allein. Entschuldige mich dafür, dass du mich verlassen hast. Ich habe gesehen, wofür du dich fürchtest. Na gut, ich werde mich in deinem Namen bei den Menschen entschuldigen. Ist das die Lampe? Da ist die Presse. Meine Freunde. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Die Maschine wird sich nicht bei uns entschuldigen. Wir werden einen Weg finden, auch ohne sie zu leben. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Lass uns zeigen, dass wir keine Versager sind.
Dann ist es fast gnädiger, die Maschine zu zerstören, oder? Jetzt hat sich die Beleuchtung geändert. Eigentlich sieht das jetzt... Wow! Hier ist überhaupt keine Schattierung. Überhaupt keine Lichtquellen oder sowas. Es ist einfach nur diffuses Licht. Ach so, ich kann das jetzt hier zerschießen. Ich kann alles zerstören. Oder ich werde dafür sorgen, dass man dich nie vergisst. Ist das nicht das, wovor du dich fürchtest, Tag ein, Tag aus, den Blicken der anderen auszusetzen, klar und deutlich zu sehen zu sein? So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Oh. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Runter mit der Waffe. Ich kann nichts tun. Muss erschießen. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Und wir werden einen Blick auf den Turm werfen, allerdings nicht jetzt, sondern bei der nächsten Folge. Ich muss sagen, das Spiel hat eine sehr düstere Wendung genommen und ich weiß ehrlich gesagt, muss ich das noch so ein bisschen verarbeiten, zwischendurch mal richtig Gänsehaut bekommen. Mich interessiert wirklich, wie es weitergeht. Deswegen, ohne weitere Umschweife, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge The Beginner's Guide. Bis dann, ciao.